Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und den digitalen Signaturen von Gennaro, Halevi und Rabin. So, also GHR-Signaturen. Heute geht es ganz kurz darum, wie bekomme ich eine Hash-Funktion, die auf Primzahlen abbildet. Habe ich leider letztes Mal am Ende vergessen, ist aber extrem einfach. Und zwar, ich habe eine Hash-Funktion, irgendeine Hash-Funktion gegeben, die nicht auf Primzahlen abbildet. Die nennen wir jetzt einfach mal H. Und mein Hashwert, mein kleiner Hashwert von m, also der tatsächlich eine Primzahl nachher sein soll, das ist einfach gleich Groß H, also meine echte Hash-Funktion von der Nachricht m und irgendeinem anderen Wert a. So, und dieses andere a wird einfach so lange vergrößert, also wir fangen bei a gleich 0 an und schauen, ist denn mein Output von der Hash-Funktion eine Primzahl? Nö, ist es nicht, also setze ich a gleich 1, immer noch nicht, okay, a gleich 2, immer noch nicht, okay, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und irgendwann haben wir tatsächlich mal eine Primzahl und dann können wir aufhören. So einfach ist das. Man denkt vielleicht, es sei mega ineffizient, aber es gab irgend so ein Theorem von irgend so einem schlauen Menschen, der mal gesagt hat, dass wir in Log von der Anzahl an, also sagen wir mal, die Hash-Funktion hier, h von irgendwas, m Stern, sage ich jetzt mal, hat als Ausgabelänge, also Betrag davon, Ausgabelänge bedeutet so lange, so viele Bits kommen da raus, das ist gleich L, schlechtes Zeichen, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, O dazu, ups. Also der Output ist O Bits lang und das bedeutet aber, dass nach Log, ach komm schon, was ist denn hier los? Nach Log O Schritten, also nach Log O mal a vergrößern, finden wir eine Primzahl. So, okay, das ist eigentlich schon wirklich der komplette Trick. Das heißt, es ist zwar sehr, sehr ineffizient, aber durchaus nicht zu ineffizient, um es zu benutzen. Okay, das war das ganze Geheimnis und jetzt widmen wir uns wieder was anderem zu. Und zwar der selektiven Sicherheit. Selektive Sicherheit ist ein bisschen schwächer als EUF, aber trotzdem noch durchaus im Rahmen. Vor allem, weil es eine Transformation gibt, die nachher aus selektiver Sicherheit wieder EUF, CMA-Sicherheit baut und dann haben wir eigentlich wieder das, was wir wollten. So, und damit können wir jetzt sogar GHR, also GHR, Signaturen unter der klassischen RSA-Annahme beweisen, und zwar aber nur selektiv sicher, also SUF, SUF, CMA. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, und zwar der einzige Unterschied, wenn wir uns das Sicherheitsspiel hier angucken, ist, dass sich A erst hier unten festlegen muss, welche Nachricht M Stern er jetzt hier gerade fälschen möchte. Bei SUF, CMA ist es so, der Angreifer sagt ganz am Anfang als allererstes, welche Nachricht er fälschen möchte. Also er darf alles frei wählen, er darf auch noch so spät wie er möchte irgendwelche Nachrichten anfragen, außer es ist NACMA, das hat damit alles nichts zu tun, aber bei SUF CMA Sicherheit muss der Angreifer einfach ganz am Anfang sagen, diese Nachricht werde ich fälschen und wenn ich das nicht tue, dann habe ich das Spiel verloren und das ist im Prinzip das Ganze dabei. Und das bedeutet hier SUF CMA, A legt sich am Anfang fest, und zwar auf die Nachricht M Stern, die er fälschen möchte. So, jetzt nur noch ganz kurz die Beweisidee, warum das Ding dann plötzlich sicher wird. Das macht ja absolut gar keinen Sinn. Doch macht es. Also RSA sicher, das heißt, wir bekommen vom Challenger tatsächlich ein komplettes Spiel, also hier bekommen wir auch ein E mitgeliefert und dieses E darf jetzt hier nicht einfach H von M Stern sein, weil das wäre natürlich ein Problem. Was wir machen ist folgendes, wir haben ein E zwar gegeben, wir bekommen hier ein E mit, weil wir das klassische RSA-Spiel spielen wollen, aber wir haben hier oben auch schon M Stern. Und was wir jetzt machen, wir programmieren unsere Hash-Funktion, Achtung, kein Random Oracle, sondern wir bauen uns eine andere Hash-Funktion, ich werde sie euch gleich zeigen, so, dass H von M Stern nachher genau E ist. Also der Hashwert von M Stern, nur von diesem einen M Stern hier, mehr muss da gar nicht passieren. Aber von diesem einen M Stern muss der Hashwert tatsächlich gleich E sein hier. Und das programmieren wir uns jetzt und zwar folgendermaßen. Wir sagen jetzt H von M
ist gleich eine pseudo-random Function, also eine pseudo-zufällige Funktion, die einen Seed übergeben bekommt, einen Seed S, also irgendeinen tatsächlichen Zufallsstring S und eine Nachricht M mit diesem, konkateniert mit diesem, was hatte ich letztes Mal gesagt, oder gerade vorhin, ups, da sollten eigentlich 2 Striche hin. Konkateniert schreibt man immer als 2 Striche, also M direkt gefolgt von diesem A, das wir dann inkrementieren, um einen Prim-Hash-Wert zu bekommen. Okay, also sagen wir hier M konkateniert mit A. So, und was machen wir noch? Wir definieren uns hier einfach noch ein XOR hinten dran, XOR, nennen wir es einfach mal B. Und wie definieren wir uns B? Bei B können wir berechnen, sobald wir M-Stern kennen. Und M-Stern kriegen wir bei SUF-CMA-Sicherheit ganz am Anfang. Das ist ja gerade der Witz dabei. Also sagen wir B gleich Pseudo-Random Function, also genau dieselbe Pseudo-Random Function hier bitte, von unserem Schlüssel K, den wir halt irgendwann mal festgelegt haben. M-Stern gefolgt von A, XOR E. So, und was bekommen wir jetzt hier? Also der Seed S und das K hier, die sind gleich, die sind am Ende dann dasselbe. Ich sollte hier vielleicht auch dann K reinschreiben. Was bekommen wir dann, wenn wir hier B einsetzen? Ich schreibe es gerade mal hier oben hin für B. Ja, dann haben wir hier PRF von KMA, XOR PRF von KMA. Naja gut, also 1 XOR 1 ist 0. 0 XOR irgendwas ist genau dieses irgendwas. Okay, da diese beiden Bits hier, also jedes einzelne Bit von diesen beiden Strings hier ist absolut identisch. 1 XOR 1 ist 0 und 0 XOR 0 ist auch 0. Das bedeutet, die beiden kürzen sich perfekt raus und am Ende steht nur noch XOR, also 0 XOR E da und 0 XOR irgendwas ist dieses irgendwas, also E. Das heißt, wir haben H von M Stern, nur von M Stern, Vorsicht, das gilt nur für M Stern hier. H von M Stern haben wir genau so programmiert, dass E bei rauskommt, aber für alle anderen haben wir immer noch irgendeinen zufälligen Hashwert. Wir müssen halt zweimal diese Pseudo-Random Function berechnen, aber das macht ja nichts. Ist ja alles kein Problem. Und somit haben wir tatsächlich hier unser Hashwert von M Stern, also das hier, festgelegt auf E, was wir vom Challenger bei der klassischen RSA-Annahme bekommen. Ja, das als kleine Umfunktionierung von diesem Verfahren, sodass das Ganze nicht nur auf der Strong RSA-Annahme basiert, sondern auch auf der klassischen RSA-Annahme und leider dann aber nur noch SUF-CMA sicher ist. SUF-NA-CMA sicher sogar, weil wir hier die MIs vorher brauchen. Wie wir aus SUF-NA-CMA-Sicherheit EUF-NA-CMA-Sicherheit machen, das zeige ich euch dann nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und liken nicht vergessen und sharen sowieso nicht. Ja, und wir hören uns. Bis dann. Ciao.